Ich war auch fast paranoid, als ich von den Zeugen Jehovas rausgekommen bin. Da haben wir auch ständig Angst gehabt, die Leute würden uns zusammen sehen und uns irgendwelche Sünden unterstellen. Ich konnte ja nirgendwo hingehen, also wirklich nirgendwo. Und du hast wirklich immer dieses Gefühl, ich werde doch jetzt nicht schwanger am letzten Tag der letzten Tage. Vor 6 Jahren sind mein Mann und ich bei den Zeugen Jehovas ausgetreten und vor einiger Zeit durfte ich ihn interviewen und dabei sind sehr viele spannende Fragen dazu gekommen, auf die wir heute noch eingehen möchten. Die allererste Frage, die ich dir direkt stellen würde, ist, bist du heute Atheist? Weil einige behaupten, dass ja Zeugen Jehovas, die ausgetreten sind, meistens so eine Atheistenfabrik produzieren. Also zunächst einmal Dankeschön, dass ich da ein Interview geben durfte bei dir. Ich habe mich echt gefreut über einige Kommentare, auch sehr viele spannende Fragen. Ich hoffe, dass ich die heute einigermaßen gut beantworten kann. Und zu deiner Frage, ob ich Atheist bin oder was genau mit mir ist, also ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Atheist würde im weiten Sinne schon auch passen, weil ich nicht an Gott glaube. Also ich bin ein Atheist. Warum ich selber aber diese Beschreibung vermeide, ist, weil man ist ja vieles A. Also ich bin ja auch A, Balletttänzer, A, Opernsänger, also das bin ich alles nicht und genauso glaube ich halt auch nicht an Gott. Am liebsten würde ich es jedoch so ausdrücken, dass ich auf Werkeinstellungen zurückgesetzt wurde. Also sprich, als ich geboren wurde, war ich kein Theist, ich habe nicht an Gott geglaubt. Das wurde mir sehr früh von Oma und Mutter und allen möglichen eingeimpft, aber als ich auf die Welt kam, habe ich von Gott nie was gewusst, nichts geahnt und ich sehe es jetzt auch bei meinen Kindern. Unser Sohn hat jetzt mit fast 5 zum ersten Mal überhaupt die Frage nach Gott gestellt. Wir haben nie was ihm von Gott erzählt, ihm persönlich. Das hat ihn 5 Jahre überhaupt nicht gejuckt. Das sind die Werkeinstellungen. Aber jetzt könnte ja jemand sagen, ja, aber er interessiert sich ja jetzt dafür. Genau, der Witz war ja eben, dass er sich dafür interessiert, weil wir untereinander oft über das Thema wegen deinem YouTube-Channel gesprochen haben und das Thema Gott dann auch immer wieder auftaucht. Deswegen hat er gefragt, woher kennt ihr Gott? Ja, das stimmt, weil er kennt ihn aus dem Kindergarten, weil zu Weihnachten haben die darüber geredet, über Jesus und so weiter, genau. Genau. Also es wurde ihm auch quasi schon beigebracht. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu der nächsten Frage und zwar, wie ist es dir ergangen, als du gesehen hast, dass mir meine Zwillingsschwester sozusagen entzogen wurde? Weil, vielleicht für alle, die es nicht wissen, wir waren beide, meine Zwillingsschwester und ich, bei den Zeugen Jehovas und ich bin ja ausgetreten und deswegen darf sie zu mir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Wie fandest du das Ganze? Ja, ich fand es natürlich extrem krass. Also ich habe ja dann diese Phase noch miterlebt, wo ihr versucht habt, dieses Zwillingsband aufrechtzuerhalten und euch dennoch versucht habt zu treffen und irgendwas miteinander zu unternehmen, weil ihr nun mal so viele Gemeinsamkeiten habt und euch so versteht wie kein anderer auf der Welt. Und da fand ich das halt schon bedrückend, dass deine Schwester dann immer wieder Angst hatte, dass ihr zusammen gesehen werdet und dass ihr im Café von Zeugen Jehovas entdeckt werdet und sie dann halt Schwierigkeiten und Druck bekommt. Und das hast du mir halt immer wieder erzählt und das hat dich belastet und ja, mich dann halt dementsprechend auch belastet oder auch genervt, weil das natürlich auch diese ganzen Erinnerungen in mir geweckt hat. Ja, ich war auch fast paranoid, als ich von den Zeugen Jehovas rausgekommen bin, weil gerade auch diese Kennenlernphase, in der wir uns befanden, da haben wir auch ständig Angst gehabt, die Leute würden uns irgendwie zusammen sehen und uns irgendwelche Sünden unterstellen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu der nächsten Frage, die gestellt wurde. Und zwar hat einer geschrieben, wie kann es sein, dass du unglücklich warst und ich glücklich bei den Zeugen Jehovas? Weil im ersten Part ist Bogdan darauf eingegangen, dass er auch psychische Probleme gehabt hat und keine einfache Zeit bei den Zeugen Jehovas gehabt hat. Genau. Genau. Also ich habe das in meinem Podcast, den ich da aufgemacht habe, schön erklärt und habe jetzt auch einen Gast noch gehabt, den Silas, den du auch schon mal hier interviewt hast. Ja. Der hat ja auch berichtet, dass er tendenziell eher sehr glücklich war bei den Zeugen Jehovas. Und nichtsdestotrotz, wenn man in deine Kommentarspalte schaut, gibt es ja sehr viele Leute, die es auch so empfunden haben wie ich, die gesagt haben, ich bin da zunehmend unglücklicher, depressiver geworden und habe einfach mich da gar nicht mehr wohl gefühlt. Und die Antwort ist halt einfach die, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Also ich beispielsweise bin ja vom Typ her, wie du mich kennst, sehr sensibel. Ich habe einen extrem ausgeprägten Geruchssinn, Gehörsinn und Sehsinn und bin dementsprechend empfindlicher wie der Durchschnittsmensch, würde ich mal behaupten.
Ja. Und dementsprechend können mir halt für den Durchschnittsmenschen normale Situationen schnell zu viel werden. Insbesondere, wenn die halt lästig sind. Also ich höre zum Beispiel auch jetzt gerade, dass diese Lampe so einen ganz leichten Ton macht und ich weiß, du merkst ihn gar nicht. Wir haben schon so oft drüber geredet, aber ich merke diese Frequenz und das ist wie so ein ständiger Tinnitus in meinen Ohren. Und wenn ich das jetzt 24 Stunden aushalten müsste, dann würde ich durchdrehen. Ja. Also das kann ich jetzt mir für eine Stunde hier gönnen, aber nach 2 Stunden wäre vorbei wahrscheinlich. Und das ist eben der Unterschied, dass Menschen so unterschiedlich sind. Da spielt Genetik eine Rolle, da spielt die Umwelt eine Rolle, also zum Beispiel in der man aufgewachsen ist, ja, wie wir aufgewachsen sind. Meine Prägungen aus meiner Kindheit haben darauf Einfluss gehabt. Und das Problem bei den Zeugen Jehovas ist eben, dass sie alle Menschen aber behandeln, als wäre die Ausgangslage gleich. Also sie unterscheiden nicht, ob Menschen gegebenenfalls im Laufe der Zeit andere Bedürfnisse entwickeln könnten und ihr Angebot an die Menschen irgendwann vielleicht das Falsche ist. Und das stülpen sie halt dann allen drüber. Ja, ich würde mal ein bisschen was ergänzen. Und zwar, ich denke, diese Frage ist hier allgemein ziemlich einfach gestellt. Ich war komplett glücklich, du warst total unglücklich. Ich würde mir das mehr so sagen, ich war auch teils unglücklich, also mich hat vieles belastet, aber im Großen kam ich damit ganz gut klar, so. Und ich denke bei dir ja genauso, du hattest ja auch deine schönen Momente bei den Zeugen, aber das Große bei dir hat eben nicht gepasst, so. Also die Frage ist ja nicht nur so 100% glücklich und unglücklich. Also die Frage ist ein bisschen mies gestellt, weil, also was soll man daraus schließen aus der Antwort der Frage? Wenn wir jetzt ein Pärchen nehmen und sagen, naja, guck mal, wieso warst du denn mit dem Partner unglücklich? Seine neue ist doch voll glücklich mit dem. Ja. Und man darf ja nicht ausschließen, dass Menschen sich verändern mit der Zeit. Ich war als Kind auch glücklich bei den Zeugen Jehovas. Ich habe auch gedacht, wow, cool, ich komme ins Paradies, ich habe die Wahrheit gefunden. Ich wurde älter, meine Ansichten haben sich weiterentwickelt, ich habe mehr von der Welt gesehen und das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich unwohler gefühlt habe mit den Zeugen Jehovas. Ich verstehe, ja. Okay, gut. Ich denke, die Frage ist ganz gut beantwortet. Gehen wir mal weiter. Wie war es für dich, so jung zu heiraten? Also zunächst einmal war ich nicht bereit dafür. Natürlich war ich in diesem Film drin, dass Jehova die schützende Hand über die Ehe hält und das ist der einzig richtige Weg. Und das war ja auch das einzige Ventil, überhaupt mit seiner Sexualität zurechtzukommen. Da hatte ich dann schon einiges an Druck drauf. Von daher, aus der Hinsicht war es entlastend, jung zu heiraten, aber die damit verbundenen Konsequenzen, dass man gleich den Staat mit heiratet zum Beispiel, das war mir damals nicht klar, nicht bewusst und wie weitreichend das ist. Also ich habe einfach mitgemacht, wie es alle anderen gemacht haben, jung geheiratet, wie alle anderen Zeugen Jehovas und mir da gar nicht groß Gedanken gemacht, vor allem mit der Erwartung, bald kommt das Paradies, bald kommt der Weltuntergang, also kann ja nur besser werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Aber die passende Frage zu dem Thema noch. Würden wir uns nochmal füreinander entscheiden, wenn wir damals nicht diesen Druck gehabt hätten? Hätten wir geheiratet, wenn wir nicht bei den Zeugen, sagen wir mal so, gewesen wären? Also ob wir geheiratet hätten, das weiß ich nicht. Die Frage ist halt auch, auf welcher Ebene. Man kann ja auch rein traditionell heiraten. Ja. Das denke ich mal, hätten wir wahrscheinlich schon gemacht, 100%. Ob ich jetzt nochmal Vaterstaat mit einbeziehen würde, wo ist sie auch nicht? Also müsste ich mir das nochmal genau anschauen. Ja. Aber zu dem Thema, ob wir uns füreinander entscheiden würden, ich behaupte jetzt mal, dass das eine Illusion ist, dass man sich einmal für einen Menschen entscheidet, sondern man entscheidet sich ja täglich für einen Menschen. Also ich entscheide mich schon im Kleinen täglich dafür, mit dir zusammen zu bleiben und das hier weiterzutreiben, das ganze Spiel. Und diese Entscheidung wird ja auch ständig herausgefordert. Man streitet sich ja in einer Beziehung. Es gibt jetzt mit den Kindern auch sehr viele Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt, Herausforderungen. Und deswegen ist es schon immer eine aktive Entscheidung und die kann auch mal anders ausfallen. Hast du gut gesagt. Musst du heute nicht auf dem Sofa schlafen? Spaß, nee. Ja, okay. Wenn ich dir die Frage zurückgebe, was würdest du denn sagen? Also ich denke auf jeden Fall schon, weil ich war damals halt extrem krass verliebt, wie so noch nie. Aber da stand es ja, ob wir es heute nochmal uns dafür entscheiden würden. Ich denke mal schon, natürlich kennt man jetzt, wenn man länger zusammen ist natürlich ganz andere auch Schwächen des anderen, aber auch die Stärken des anderen kennt man ja umso mehr. Man hat sich zusammengeschweift, man hat zusammen gelebt, man hat 2 Kinder zusammen. Also auf jeden Fall würde ich mich dazu entscheiden. Und
Ja, klar, ich denke auf jeden Fall schon. Ja. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie die Umstände wären. Also angenommen, Ja. wir wären weiterhin mit unserem Kulturkreis verbunden. Also ich wäre weiterhin mit der ukrainischen Kultur verbunden und du mit der russischen. Da ist es ja auch tendenziell üblich, jung zu heiraten. Ja. Also das mag sein, dass wir das auch eher jung gemacht hätten. Genau, manche sagen ja so, hey, du kannst doch zu Jehova so dankbar sein, da hast du doch deinen Mann kennengelernt, wo ich mir manchmal denke, ja, natürlich kann ich denen dankbar sein, so dafür, aber ich denke mir so, die haben mir trotzdem vieles genommen von meiner Jugend und so weiter, denke ich mir, da hätte ich bestimmt auch einen anderen Mann finden können. Also ich meine jetzt nichts gegen dich, sondern allgemein, dieses Zeugen Jehovas deswegen hast du doch so einen super Mann gefunden. Dieses Argument verstehe ich da nicht so ganz, aber ich will auch nicht jetzt alles in den Dreck ziehen, aber... Ja, also ganz klar, man entscheidet sich täglich für diese Person und es gibt einen symbolischen Akt, dass man mit der Person sein Leben teilen möchte, zumindest, wie man ja so modern sagt, den Lebensabschnitt. Also heute spricht man ja von Lebensabschnittspartnern und deswegen macht es ja auch so, wie die Deutschen das so gerne machen oder man es in der westlichen Welt macht es ja Sinn, dass man sagt, okay, wir planen jetzt Kinder. Dementsprechend gibt es eventuell Vorteile, wenn man den Staat noch einbezieht und dementsprechend signalisieren wir auch unserer Umwelt mit der traditionellen Hochzeit, dass wir ein Paar sind und dass jetzt bitte Abwerbeversuche unterbunden werden sollen, weil wir uns jetzt auf die Erziehung konzentrieren, an der auch die Gesellschaft interessiert ist, dass es eine stabile Familie gibt. Ja, also allgemein auch so eine Hochzeit ist ja auch voll schön, so diese Liebe vor allen zu zeigen, sich zu freuen mit der Gemeinschaft und Freunden. Obwohl die ganzen Leute, die auf unserer Hochzeit waren, mit denen haben wir heute nichts mehr zu tun, weil das waren ja alles Zeugen Jehovas fast. Genau, na gut, gehen wir mal zu der nächsten Frage. Und zwar, wie war das Predigen für dich allgemein? Also von Haus zu Haus gehen, Zeugen Jehovas predigen, ja. Wie hast du das empfunden? Also anfangs war es aufregend. Ich war ja noch ein Kind. Ich musste nicht viel machen, außer mitlaufen und gucken, was machen die Erwachsenen da so. Und dann irgendwann hat dann einfach einer gesagt, so, du redest jetzt beim nächsten. Habe ich gesagt, nee, will ich nicht, traue ich mich nicht. Und dann hat er einfach gesagt, so, ich klingel jetzt und jetzt bist du dran. Und sag ihm einfach, hier, ich habe was aus der Bibel für Sie, ein Traktat. Echt? Eine Zeitschrift, ja. Und deswegen, da war es dann kurz schmerzhaft, wie so ein Sprung ins kalte Wasser, aber da es danach natürlich Überhäufung mit Liebe gab und Aufmerksamkeit, fand ich es dann eigentlich ganz cool und dachte mir so, ja, okay, da gibt es ja was, die Leute freuen sich ja und ich mache ja noch was für Gott und Gott ist ja ganz stolz auf mich, dieser Gedanke war dann ganz früh schon da, die Engel schauen mir zu, dementsprechend habe ich mich damit gut getröstet und hatte dann eigentlich sogar ein bisschen Spaß vielleicht dran. Du warst so ein richtig Hardcore-Prediger, ne? Als du damals in der Klinik warst, ich dachte mir so, wow, krass, das würde ich mich niemals trauen. Da hast du dir mal vorgenommen, dass du jeden Tag, ihr saßt ja alle zusammen am Esstisch und dann hast du dir vorgenommen, dass du jeden Tag vor dem Essen beten wirst. So offensichtlich, dass es jeder sieht. Zeugen Jehovas beten ja immer vorm Essen. Und du wolltest das so zelebrieren, so dass es jeder sieht und dann so Zeugnis geben, hast dich gebettelt mit allen, hast mir das so erzählt, dachte mir so, boah, was für einen geistigen Mann ich habe. Aber dann dachte ich mir gleich so, boah, ich kann das gar nicht so, ich traue mich sowas gar nicht. Naja, ob ich da deswegen ein krasser Prediger war, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, also was war mein Antrieb? Das war jetzt nicht, dass ich diese Menschen retten wollte oder so, sondern mir ging es schon primär um mein eigenes Seelenheil. Sprich, ich war ja damals, wie du sagst, in der Klinik, mir ging es psychisch nicht gut. Und in mir war schon lange die Hoffnung, wenn ich es möglichst so mache, wie von mir verlangt wird in der Organisation. Und die verlangen nun mal, dass man jede Gelegenheit ergreift, um Menschen zu predigen, um keine Blutschuld auf sich zu laden. Also ich wollte es praktisch diesem Gott so perfekt wie möglich recht machen. Und dann habe ich mir davon erhofft, dass er in irgendeiner Weise seine schützende, heilende Hand über mich hält. Und aus dieser Motivation heraus habe ich dann auch solche Aktionen halt gemacht. Ja. Wäre nicht was für jedermann, aber schön war es für mich auch nicht. Also es war nicht Leidenschaft, die mich da angetrieben hat. Ja, okay. Aber gut, wenn wir bei diesem Thema sind, dann springen wir mal zu einer anderen Frage, weil die gerade mehr passt. Und zwar fragt hier jemand, wie passt es zusammen, wenn die Lehre und die Organisation die Ursache für deine massiven psychischen Probleme waren, wie kann man dann weiter als Pionier von Tür zu Tür predigen gehen und die gute Botschaft in anderen empfehlen, obwohl dieser Glaube dich ja selbst kaputt macht? Wieso predigst du den überhaupt dann weiter? Ja, sehr gute Frage. Das
daran bin ich eigentlich ziemlich verschlissen auch. Also es gab zum einen, würde ich sagen, man verinnerlicht diesen Gott, die Gemeinschaft, die sind in einem. Der Psychologe würde vielleicht von einem inneren Antreiber reden, der Psychoanalyst würde von einem ausgeprägten Über-Ich reden, also praktisch in dir ist eine Instanz, die dir ständig sagt, ja, du musst mehr predigen, du musst mehr machen. Also die ganzen Anforderungen und du versuchst dem gerecht zu werden. Auf der anderen Seite ist halt dann das, was der Psychologe als inneres Kind bezeichnen würde und der Psychoanalytiker würde es als das Es bezeichnen. Wenn man nach Sigmund Freud geht, das Ich, das Es, das Über-Ich. Also das, was für die Leidenschaften steht, für die Emotionen. Und das hat sehr gelitten. Das war sehr unterdrückt von diesem inneren Antreiber. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das das Leid erzeugt hat in der Realität. Also, dass ich einerseits tief unglücklich war und es eigentlich nicht machen wollte, emotional, aber dieser innere Antreiber war übermächtig. Ja. Das war einfach, ich habe das so extrem dadurch, dass ich so frühkindlich, und das ist ja auch nochmal, um vielleicht auf die Frage von ganz vorhin zu kommen, warum du glücklicher warst als ich. Ich wurde ja so frühkindlich da rein indoktriniert. Und dann auch noch in einer Umgebung, wir waren ja dann noch in der russischen Versammlung, die dann nochmal diesen sowjetischen Schlag drin hatten, was ja auch nochmal ganz eigenartig mit so gewissen KGB-Methoden noch und so weiter. Ja. Und das alles hat mich natürlich so stark geprägt, dass diese zwei Teile irgendwie miteinander ständig im Konflikt standen und das real dann extremes Leid erzeugt hat. Also vereinfacht ausgedrückt vielleicht, wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe, diese psychologischen Begriffe hat er mir auch am Anfang immer erzählt, mein Gehirn hat immer so gerattert. Ich würde es mir jetzt so leichter formulieren und zwar, dieses Leid in dir war ja so stark, dass du dann ja auch an dir selbst irgendwie auch ein bisschen gezweifelt hast, oder? Kann man ja auch so sagen, dass du ja dachtest, mit dir stimmt ja irgendwas nicht und deswegen, je mehr man predigen geht, umso glücklicher werde ich ja vielleicht, weil Jehova ist ja ein glücklicher Gott und sowas. Oder ist... Ja, also um von diesem Begriff mal wegzukommen. Ja. Du hast sowas wie deine Triebe und du hast dein Gewissen. Also du hast deine Emotionen, die sagen, als Kind möchtest du irgendwie Süßigkeiten essen, ganz viele. Das sagt dir dein Bauchgefühl, das fühlt sich gut an, das möchtest du machen. Und dann kommt aber das Anerzogene. Die an deine Mutter sagt, das darf man nicht. So. Und jetzt, je älter du wirst, desto mehr kommst du in Konflikt damit. Je jünger du bist, da handelst du einfach nach Emotionen. Ich esse was, ich mache was mir Spaß macht, ich schaue 100 Stunden Fernsehen. Aber je älter du wirst, desto mehr ist dieses Gewissen ausgeprägt, das dir sozusagen sagt, Mama, es hat gesagt, man darf das nicht. Die anderen Menschen mögen mich nicht, wenn ich das und das und das mache. Und wenn das aber nicht ausbalanciert ist und du deinen Emotionen eigentlich gar nicht mehr folgen kannst, weil die ganze Zeit kommt nur so, Mama wird mich hassen, Mama wird mich prügeln oder Gott wird mich hassen oder meine ganzen Freunde werden mich hassen oder was auch immer. Und dann entsteht halt Leid. Ja, verstehe ich. Okay, aber hier ging die Frage noch ein bisschen weiter. Wie kann man mit diesem inneren Konflikt leben? Das hast du jetzt so ein bisschen schon gesagt. Die Probleme jahrelang nicht anzugehen, sondern einfach weiterzumachen, bis es irgendwann nicht mehr ging. Also wie hast du das ausgehalten? Hast du jetzt schon angeschnitten, ne? Ja, das ist klassische Abhängigkeit, würde ich sagen. Also wenn eine Frau mit einem Mann, der gewalttätig ist, Alkoholiker ist, schwer missbräuchlich handelt, zusammen ist, dann kann man ihr auch diese Frage stellen, wieso so lange? Aber meistens hat dieser Mann eine Abhängigkeit erzeugt, dass sie sich isoliert hat von ihrer Verwandtschaft, von ihren Freunden. Das war ja bei den Zeugen Jehovas der Fall. Ja. Ich hatte ja außerhalb von den Zeugen Jehovas gar nichts. Es gab nur eine Eskalation nach vorne für mich beim Zeugen Jehovas. Ich konnte ja nirgendwo hingehen. Also wirklich nirgendwo. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich gesagt hätte, hey, mir wird's zu viel, ich gehe jetzt mit 14 hier raus. Ja, ist 15. Auch so. Wohin hätte ich gehen sollen? Ich hatte keine Verwandtschaft, niemanden hier. Dann kommen wir mal zu der Frage, die am häufigsten gestellt wurde, und zwar, wie hast du mir deine Kritik die ganze Zeit näher gebracht? Also wie hast du es mir eingepflanzt, so dass ich nicht direkt sage, nein, stopp, du bist ein Satan und dir gar nicht mehr weiter zuhöre, sondern wie hast du es geschafft, mich da am Ende rauszuholen? Ich glaube, diese Frage hat viele interessiert, weil sie vielleicht noch Familienmitglieder drin haben und vielleicht so ein bisschen dich als Vorbild nehmen möchten, wie du es geschafft hast. Ja, also zunächst einmal habe ich meine eigenen Zweifel einfach offen zugegeben, sozusagen. Und ich glaube, dass dir das eine oder andere als plausibel erschienen ist, einfach, dass das durchaus Sinn machen kann. Und dann habe ich aber schon aktiv und feinfühlig versucht, irgendwie dich zum Nachdenken anzuregen. Zum Beispiel habe ich mir, während du in der Versammlung warst,
passt, habe ich einfach auf YouTube eingegeben, Pfingstgemeinde Zungenreden zum Beispiel. Weil ich es immer wissen wollte. Ich habe das früher immer vermieden, weil es hieß ja, die sind vom Satan besessen und deswegen können die in verschiedenen Sprachen sprechen. Und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut, weil irgendwie dachte ich mir so, ist doch scheißegal jetzt, was ich mache. Und dann habe ich gemerkt, okay, also erstens sprechen die gar nicht in verschiedenen Sprachen, sondern die machen ja irgendwelche Laute. Das nennen sie dann Sprache, die gibt es aber gar nicht auf der Welt. Und zweitens ist es nichts anderes, wie es in anderen Religionen, Kulturkreisen auch gibt, irgendeine Art von Ekstasezustand, in das die Leute in einer Gemeinschaft reingeraten. Und dann hat für mich sich das Ganze einfach entschärft. Und dann bist du nach Hause gekommen und habe ich gesagt, ey, das war ja so witzig. Ey, ich habe mir das angeschaut, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, dass es da Dämonen gibt und so weiter. Guck mal, was andere, dann bin ich auf diese Schiene gegangen, guck mal, was andere Religionen dann so machen. Und dann habe ich langsam die Mormonen ins Spiel gebracht. Du hast meine Neugierde ausgenutzt. Genau, ich habe dann praktisch sehr ähnliche Gemeinschaften dir immer wieder vorgestellt und für dich einfach das Bewusstsein geschärft. Aha, das Spiel, was bei mir in der Gemeinschaft gespielt wird auch woanders gespielt. Das ist ja gar nicht so besonders, was wir hier machen. Ja, da ist bei mir auch so ein Kartenhaus ein bisschen zusammengebrochen, weil wir haben ja oft über diese Pfingstgemeinde gesprochen, die in Zungen sprechen können. Und ich dachte mir so, boah, die sind so von Teufel besessen. Und als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie das so abläuft, ist dieser Grusel auch weggegangen. Das sah nicht mehr so dämonisch aus. Und dann diese wissenschaftliche Erklärung, die ich da gehört habe. Übrigens habe ich jetzt auch ein Video gedreht, ne, über Exorzismus und so weiter. Da bin ich auch ein bisschen auf diese Themen eingegangen. Und ja, das war interessant, die ganzen Punkte zu sehen. Ja. Du hast auf jeden Fall ziemlich stark meine Neugierde ausgenutzt, ja. Du warst wirklich sehr sensibel, ne? Du hast nicht immer gesagt, oh, diese Zeugen Jehovas, keine Ahnung was, weil ich glaube, das würde jeden Zeugen Jehovas abschrecken, sondern du hast wirklich dein Leid mir so geschildert und gesagt und von einer logischen Seite erklärt, warum das jetzt keinen Sinn ergibt. Ich habe dich auch... Und nicht stimmt, was Zeugen Jehovas überhaupt gelehrt haben, ne? Es ist ja auch nicht so, dass ich da auf einmal kein Zeuge Jehovas war und dann die böse Absicht hatte, dich da wegzubringen, sondern ich hatte einfach einen eigenen Aufwachprozess und an dem habe ich dich teilhaben lassen und du bist dem halt immer zeitversetzt gefolgt, mehr oder weniger. Ja, Du hast ja selber mit deinem eigenen Hirn das hinterfragt. Ich habe dir ja nicht das Gehirn neu gewaschen oder so. Ja. Sondern ich habe dir einfach mal eine neue Perspektive aufgezeigt und du hast für dich selber geprüft, ob das den Sinn macht. Ja. Ob man das vielleicht tatsächlich auch so sehen kann. Ich glaube, ich bleibe trotzdem immer die Manipulierte und du bleibst immer der Dämon, der Ursprung des Bösen. Für den einen oder anderen war ich der Böse, weil natürlich meine Geschwister dann auch gefolgt sind und dadurch, dass ich der Erste war im Kreise, scheint es so, als wäre ich der euch irgendwie manipuliert hätte. Ja, das stimmt. Dann kam noch eine Frage, wie war das für dich? Nach all den Jahren hast du jetzt mal irgendeinen Kontakt zu deinen alten Freunden gehabt, also von den Zeugen Jehovas? Also es hat mich einmal ein Kumpel angeschrieben, mein bester damaliger Freund. Die Geschichte ist so krass. Der hat mich auch nur angeschrieben, weil es eine Änderung bei den Zeugen Jehovas gab. Und zwar, dass man Ausgeschlossene jetzt auch grüßen darf und sogar dezenten Smalltalk führen darf. Aber die Absicht dahinter muss immer sein, dass man sie versucht zurückzugewinnen und zu den Zusammenkünften einzuladen. Das ist die Neuerung. Also da kannst du nicht über Privates reden, sondern so, hey, komm doch mal wieder zur Versammlung. Und er hat mich angeschrieben und meinte, hey, morgen ist das Gedächtnismahl, ein wichtiger Feiertag, der einzige Feiertag bei den Zeugen Jehovas, wenn man so möchte. Und du bist herzlich eingeladen, aus dem Nichts so. Ganz nett eigentlich, aber dann habe ich halt so geschrieben, hey, Dankeschön, aber nach allem, was ich da jetzt durchgemacht habe, das war so eine schwere Zeit für mich. Ihr habt es mich ja praktisch alle fallen gelassen, habe ich nicht geschrieben, aber gemeint, dass das eben eine schwere Zeit war und ich deswegen mich da nicht mehr sehe und da nicht mehr zurückkehren möchte. Und dann habe ich ihm geschrieben, aber nett, dass du mich einlädst, Dankeschön, habe mich auch gefreut, dass du dich mal gerührt hast. Habe versucht, diese menschliche Schiene, diese Verbundenheit wieder zu suchen und habe dann gesagt, PS, ich habe übrigens 2 Kinder mittlerweile, habe dem auch 2 Fotos geschickt von den Kids. Das ist so traurig. Und er hat es dann gesehen, 2 Häkchen bei WhatsApp, aber er hat nicht geantwortet. Dann habe ich halt noch 3-4 Tage dem Zeit gelassen und dann habe ich ihm nur noch geschrieben, stark. Also, genau. Das ist so traurig. Genau, habe ich ihm geschrieben, nicht mal eine Antwort, sehr stark. Und dann habe ich ihn blockiert, weil ich mir dachte, es hat
mich emotional natürlich auch extremst aufgewühlt. Und dann dachte ich mir so, nee. Also ich brauche das nicht, dass mich da künftig da immer wieder diese emotionale, diese Wunde immer angefasst wird. Das brauche ich künftig nicht, deswegen habe ich ihn blockiert. Vielleicht kommt er ja mal raus von den Zeugen Jehovas, dann wird er schon Wege finden, mich zu kontaktieren. Aber so random auf WhatsApp, vielen Dank. Das ist halt wirklich, also das Menschliche geht da komplett verloren. Die sehen nur sich, die fühlen sich komplett so im Recht und denken, oh, ich lade den ja ein, das darf ich ja jetzt und weil ich ihn ja mag, er wird es ja schon sehen. Aber dann dieses Menschliche online, ich meine, du kannst ihn ja gerade eh nicht mehr beeinflussen, mal einzugehen und sagen, hab ich gesehen, freut mich Bogdan voll, nochmal nachträglich Glückwunsch. Das wäre echt nicht zu viel verlangt, finde ich persönlich jetzt. Das war schon echt sehr radikal von dem. Diese Frage wurde einmal auch gestellt, vielleicht kannst du dir, wenn wir jetzt hier sowieso über Aussteiger und so sprechen, mal erklären, warum müssen Zeugen Jehovas überhaupt den Kontakt zu Aussteigern abbrechen? Wie rechtfertigen die sich das? Also kurz und knackig. Also primär geht es denen um gute Absichten. Die wollen die Gemeinschaft schützen vor bösen Einflüssen. Und sie haben ja vor, ins Paradies zu kommen, warten auf den Weltuntergang. Und da ist natürlich jede Gefahr muss da entfernt werden. Und deswegen sehen sie das, also sie beziehen sich da auch auf Bibeltexte, die sie dann auch auslegen, als wäre das eine Anweisung von Gott, um sein Volk zu schützen. Und berufen sich da auch teilweise auf das alte Israel, wo dann Leute, die gegen die Regeln der Israeliten gegangen sind, die wurden dann gesteinigt, wurden rausgeschmissen und verbannt. Und das sehen sie als liebevolle Schutzmaßnahme an. Und außerdem erhoffen sie sich natürlich auch, dass die Person bereut und zurückkehrt. Das stimmt, ja, das hast du eigentlich ganz gut erklärt, ja. Okay, passend zu diesem Thema, kanntest du selber Aussteiger früher und wie bist du mit denen umgegangen? Hast du die auch ignoriert? Also es gibt immer wieder natürlich den ein oder anderen, der da ausgeschlossen wird oder aussteigt und ich habe das gemacht, was alle gemacht haben und von mir erwartet wurde. Ich habe den nicht mehr gegrüßt, bin ihm aus dem Weg gegangen. Damals noch durftest du den nicht mal grüßen, wenn er in den Königreichssaal, also in die Versammlung gekommen ist. Und ja, ich habe das genauso gemacht, auch aus denselben Gründen. Schutz, damit ich überleben kann, Gehorsam für Gott und auch als eine Art liebevolle Maßnahme, damit er über seine Sünden mal sich Gedanken macht. Ja. Treten mit der Zeit viele Zeugen Jehovas aus oder sind das eher Einzelfälle? Also ich habe keine genauen Zahlen jetzt im Kopf, aber ich nehme an, dass seit der Gründung insgesamt schon mehr Leute rausgegangen sind, als es heute an Zeugen Jehovas gibt. Also es gibt da ständig eine Rotation. Die einen kommen, die anderen gehen rein und die produzieren schon sehr viele Leute, die da aussteigen. Warum schotten sich so viele ab? Weil es die Anweisung von Jesus gibt, nach Auslegung von den Zeugen Jehovas, dass sie kein Teil der Welt sein sollen, so wie Jesus kein Teil der Welt war. Das hat Jesus selbst gesagt, seid kein Teil der Welt, so wie ich kein Teil der Welt bin. Und das nehmen die halt sehr wörtlich. Okay, im letzten Video haben wir ein bisschen über unsere Kinder geredet und dass wir bei den Zeugen Jehovas keine Kinder haben wollten. Und jetzt ist hier die Frage, warum wollten wir denn keine Kinder bei den Zeugen Jehovas haben? Weil jetzt haben wir ja 2. Also ich persönlich, weil es natürlich für mich sehr belastend war, als Zeuge Jehovas in einer Schule zu sein. Ständig, du darfst nicht Mandalas malen, du darfst nicht vorm Geburtstagskuchen essen, du darfst kein Weihnachten feiern. All diese Feste, du standst ständig im Mittelpunkt, das war einfach für mich völlig unangenehm gewesen. Und auch dieses, du weißt nicht, ob dein Kind dann irgendwann nicht mehr Jehova treu ist und dann hast du ja so viel rein investiert, auf einmal darfst du keinen Kontakt mehr zu ihm haben und vielleicht stirbt es dann in Armageddon. Also da man auch dieses Gefühl hatte, Armageddon es steht vor der Tür und dass die neue Welt kommt bald. Wir werden es ja bald erleben. Also das ist ja das allerkrasseste Zeugen Jehovas Narrativ, das sie ständig wiederholen. Es ist der letzte Tag von den letzten Tagen und du hast wirklich immer dieses Gefühl, ich werde doch jetzt nicht schwanger am letzten Tag der letzten Tage. Ja, das ist die Hauptlehre tatsächlich. Ey, das ist aber interessant, das, was du gerade sagst, wo der aus der leitenden Körperschaft das gesagt hat. Wir leben in den letzten Tagen der letzten Tage, der letzten Tage, wo er das so krass betont hat. Da hat mal jemand letztens geschrieben, das ist jetzt schon 6 Jahre her, weil das hat er zu Corona-Zeiten gesagt, wo die wollten den Leuten noch mehr Angst machen und jetzt sind wieder von den letzten Tage wieder 6 Jahre vorbei. Also wenn du die Literatur der Zeugen Jehovas mal durchschaust, dann wirst du das mehrfach in jedem Jahr der Zeugen Jehovas seit ihrer Gründung finden, solche Aussagen. Okay, du hast gerade gesagt, die ganzen Kinder, die ganzen Verbote und so weiter, was die alles nicht dürfen. Eine Frage war jetzt aber, dieses Verbot hast du gar nicht erwähnt, Zeugen Jehovas singen ja die Hymne nicht mit. Warum? Ja, weil das ein politischer
Anbetungsakt ist. Auf jeden Fall hat Jesus geboten, dass man nur das Königreich Gottes suchen sollte und nicht weltliche Regierungen. Und das wird halt irgendwie interpretiert als Anbetungsakt der Regierung und deswegen darf man es nicht. Ja. Aber da gab es auch verschiedenste Auslegungen. Die einen haben gesagt, naja, man darf sich dann, wenn die Hymne gesungen wird, darf man schon aufstehen, weil man respektiert ja das Land. Ja. Und man soll ja auch die Regierungen respektieren, gemäß der Bibel. Also Gewissensentscheidungen wieder. Genau, aber singen darf man es nicht. Aber was ist jetzt singen? Wenn ich jetzt meine Lippen bewege, ist es dann schon singen? Viele stehen und trotzdem auch und bewegen die Lippen, ne, damit Also, die nicht komisch sind. ja. Ne? Ja. Okay, gab es Dinge bei den Zeugen Jehovas, die du gerne erlebt hättest, aber nicht durftest? Und wenn ja, welche waren es? Also ich wäre halt gerne auf Partys gegangen mit 14, 15, 16, da wo es halt losgeht, Disco und so weiter. Es gab Leute bei uns in der Versammlung, die das gemacht haben. Die haben aber dann recht schnell ein Gespräch mit den Ältesten bekommen, wo dann die ganzen Bilder abgedruckt waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Jugendbildbuch, Da gab es ne? ja in Diskotheken gab es ja immer dieses partygänger.de Fotos und was weiß ich was, wo dann man das auf Facebook gepostet hat, wie cool man ist, dass man da und da auf der Party war. Und der hat das alles gesammelt, ausgedruckt und hat die zur Rede gestellt. Der Älteste? Der Älteste, ja. Also die hatten da richtige Probleme bekommen. Und ich habe mich natürlich da total an die Regeln gehalten. Ja, solche Sachen hätte ich gerne gemacht. Mittlerweile sind da die Zeugen auch wieder lockerer, wie ich verstanden habe. So anscheinend so normal. Ich glaube auch nicht überall. Das war ja schon immer von Region zu Region unterschiedlich. Okay, was wolltest du noch was sagen? Was hättest du noch gern gemacht? Sex vor der Ehe hätten wir gern gemacht. Ja, definitiv. Also in dem Alter ist auch das Thema Sexualität groß geworden und da hätte ich gerne auch Erfahrungen gesammelt. Das sind ja nicht nur Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, das sind ja Selbsterfahrungen. Ja. So, du lernst dich ja selber kennen, da ist dir eigentlich das ist die Lebensphase. Diese Selbsterfahrung gibst ja dann deinen Kindern auch weiter. Da muss ich sagen, habe ich natürlich einiges verpasst und musste das dann halt irgendwie nachholen, ja. Dann kommen wir schon zu der allerletzten Frage. Und zwar hast du am ganz Anfang ja noch erzählt, dass du, als du so 14, 15, 16 warst oder auch 11, nicht wusstest, wo sollst du denn hingehen? Weil alle sind ja bei den Zeugen Jehovas, meine Familie, was kann ich denn machen? Und vielleicht so gibt es ja auch Jugendliche, die hier gerade zuschauen und zweifeln und eigentlich da raus möchten. Was würdest du solchen Menschen jetzt auf dem Weg mitgeben? Ja, also ich gehe jetzt von dem Extremfall wie bei mir aus, dass da wirklich auch vom Elternhaus massiver Druck ausgeübt wird und da einem wirklich kaum Freiheiten gelassen werden und man auch selber unter jetzt einem schlechten Gewissen leidet und so weiter, sich auch selber einschränkt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Taufe hinauszuzögern, am besten gar nicht taufen zu lassen. Und was, wenn jemand schon getauft ist und dann es bereut hat? Es gibt ja Anlaufstellen erstmal, ne? Es gibt auch... Ja, also aber ich sag's dir ehrlich, ich versetze mich gerade in meine eigene Situation damals hinein und ich weiß nicht, was wäre die Konsequenz gewesen, wenn ich zu einer Anlaufstelle gelaufen wäre, was hätten die mir geholfen? Ich sag mal so, es ist super hart. Ich würde persönlich alles dafür tun, nicht ausgeschlossen zu werden in dem Alter, damit deine Familie einfach nicht den Kontakt zu dir abbricht. Einfach so zwei Welten leben, draußen was aufbauen schon mal und aber einen Fuß auch bei den Zeugen Jehovas ein bisschen behalten und langsam sich davonschleichen, weil wenn ihr nicht offiziell als diese bösen Abtrünnigen geltet, dann kann es sein, dass die Familie irgendwann sich so denkt, ach komm, egal, der ist ja schon so lange draußen, weil da gibt es ja so unterschwellig diese Regel, wenn man 5 Jahre grob raus ist und so inaktiv ist, dann wird er auch nicht mehr ausgeschlossen für irgendwelche Sünden. Deswegen einfach geheim halten, 5 Jahre, einfach. Ist es alles echt nicht so einfach, aber das wäre so mein Rat. Also ich sag dir ehrlich, wie es ist und ich denke, der ein oder andere Zuschauer, der jetzt in der Situation ist, wird es nachvollziehen können, weil ich spreche jetzt rein aus meiner Perspektive damals. Ich habe keine Verwandten, ich sehe die Welt als böse, ich sehe auch irgendwelche Anlaufstellen als böse, ich sehe meine Schulkameraden als böse. Ich erlebe die Welt ja sogar so, weil ich werde ja in der Schule dann gemobbt wegen meiner Eigenartigkeit. Ja. Also denke ich mir so, die sind ja auch böse, also meide ich erst recht die Außenwelt. Das verstärkt sich der Effekt. Ich sag's dir ehrlich, du kannst nichts machen. Es ist super schwierig, aber ich denke mir, die Person, die sich dieses Video sowieso anguckt bis zum Schluss jetzt hier, dann hat die ja schon einen Schritt gemacht und ist vielleicht schon
Das stimmt. geistig nicht mehr so im Glauben Das der Zeugen stimmt. Jehovas, deswegen empfindet sie die Welt vielleicht nicht mehr als böse. Das ist absolut wahr. Das ist der Unterschied zu der Zeit, in der ich noch ein Kind war. Ich hatte kein Ja. Internet. Das kam dann erst später. Und auch als das Internet da war, gab es noch lang nicht so viele gut aufbereitete Inhalte, wie wir das jetzt zum Beispiel hier gestalten für alle. Einfach ein Interview auf YouTube, ganz leicht zu finden. Von daher würde ich sagen, wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, und das erreicht ja so super leicht, da irgendwelche TikToks swipen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall die Grundlage, sich da schon mal eine Gegenperspektive aufzubauen. Auf jeden Fall. Und wenn man sich nicht traut oder jetzt nur kurz mal hier mal was von dir gesehen hat und sich dann nicht traut, weil es ja die bösen Abtrünnigen sind oder man ein schlechtes Gewissen dabei verspürt, dann vielleicht eher allgemein mit anderen Weltanschauungen sich beschäftigen. Einfach mal eine Basis erschaffen. Auch einfach mit ChatGPT diskutieren. Mit KI. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ist es schwierig. Du kannst da auch nur irgendwie versuchen, weiterzuleben, weiterzuatmen. Und den Rest müssen leider Leute von außen erledigen. So Leute wie du, die irgendwie Aufklärungsarbeit betreiben, Leute, die dann auch mal Geld in die Hand nehmen und gegen die auch mal Klagen starten oder irgendwelche Petitionen und Aktivismus und Vereine. Das ist halt leider der Weg. Ja, ich denke, da waren jetzt einige gute Ratschläge dabei. Und vielleicht kannst du ja mal zu deinem Kanal was sagen, weil du hast ja jetzt einen neuen Account, YouTube-Account gestartet. Wie sagt man das? Genau, ich habe einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo ich einen Videopodcast mache, der Raus aus der Sackgasse heißt und wo ich jetzt in den ersten Videos sehr viel auch über meine Zeugen Jehovas Vergangenheit spreche, aber im weiten Sinne auch viel über die Zeit danach sprechen möchte und vor allem über das Erschließen von sinnstiftenden und haltgebenden Ressourcen. So was, und da möchte ich erstmal selber erzählen, was hat mir Halt gegeben, und ich möchte meine eigene Perspektive aufs Leben schildern, die mich jetzt trägt und mir hilft, und auch anderen Leuten die Chance geben, zu erzählen, was ihnen dann weiterhilft. Und das ist ein völlig breites Spektrum. Also das kann auch sein, dass jemand zu Jesus Christus gefunden hat. Höre ich mir auch gerne an und hinterfrage das auch gerne mit der Person. Auch herzliche Einladung, wer möchte, da auch aus seinem Leben was erzählen und den Fokus eher so auf das Leben danach legen. Ansonsten würde ich sagen, jetzt so unter den Ex-Zeugen Jehovas, YouTubern und Aussteigern, habe ich da so die Nische für mich aktuell, dass ich so in die philosophische Richtung gehe. Und mein Ansatz ist da so der existenzielle, also wie schaffe ich es weiter zu leben und wieder Halt zu finden. Ja, es ist Ja, ich so verstehe traurig schon. es klingt, aber Ich glaube, es gibt vielen so. genau, also Viele hat es ja viel schlimmer erwischt als uns beide allgemein auch. ja, absolut. Also Austritt. ich habe ja noch zum Beispiel meinen Halt gefunden, indem meine Geschwister danach rausgekommen sind. Oder dass du überhaupt mit den Kindern dass die Kinder in die Welt reingeboren sind. Oder stell dir mal vor, du verlierst deine 2 Kinder, weil die in der Religion bleiben. Gibt so viele Fälle davon. Meine Ehefrau ist mit rausgegangen. Also für mich ist aber auch noch die Weltanschauung sehr wichtig gewesen, dass ich mir da wieder eine neue aufbaue. Und da würde ich sagen, habe ich ziemlich Stabilität gefunden und die würde ich gerne da auch teilen. Und deswegen lade ich herzlich jeden ein, da mal vorbeizuschauen. 2 Folgen müssten jetzt dann zu dem Zeitpunkt schon mindestens draußen sein. Würde mich freuen, wenn ihr das unterstützt. Genau. Ansonsten, wenn ihr richtig coole Themen habt und einen Teil 3 von uns sich wünschen würdet, zum Beispiel auch mal über ein Thema länger zu erzählen, zum Beispiel der freie Wille, wir haben letztes Mal ein bisschen drüber geredet, total spannendes Thema, total philosophisch. Gibt es überhaupt den freien Willen? Das war so eine spannende Frage, fand ich. Oder auch andere Dinge, die euch interessieren, wo wir vielleicht auf die mal eingehen könnten. Auf jeden Fall, genau, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da und ansonsten abonniert den Kanal, schaut bei Bogdan vorbei und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich beim nächsten Video. Ciao. Ich habe mich gar nicht bedankt bei dir, aber egal, du bist mein Mann.